In meiner Praxis habe ich sehr häufig Kunden, die mit Problemen in der unteren Lendenwirbelsäule bzw. im Becken zu tun haben, und deshalb empfehle ich dann immer auch das Becken entsprechend zu dehnen und auch die umgebende Muskulatur zu dehnen. Eine gute Übung dazu ist, neben der Taube, die ich schon als Übungsvideo vorgestellt habe, die sogenannte Psoas-Dehnung. Der Psoas-Muskel, nur kurz zur Erklärung, setzt hier im Bereich der Lendenwirbelsäule an und zieht dann über das Becken nach vorne bis zum Oberschenkel durch. Und durch langes Sitzen oder auch Stresszustände kann dieser Muskel zumachen und sich verspannen. Und je mehr dieser Muskel wieder seine Geschmeidigkeit erhält, desto besser geht es uns auch mit dem Rücken im unteren Lendenbereich. Die Übung ist recht einfach. Ich zeige es kurz vor. Ihr sucht ja irgendwo eine Wand, an die ihr euch gut anlegen könnt. Es kann auch ein Kasten sein und geht dann sozusagen mit der Beckenseite in Kontakt mit dieser Wand und geht in einen Ausfallschritt. Der Wand abgewandte Fuß oder das abgewandte Bein ist dabei abgewinkelt. Das Bein, das an der Wand steht, wird nach hinten ausgestreckt und das Becken berührt die Wand. Und jetzt spannt ihr die Bauchmuskulatur an, geht mit dem rechten Arm nach oben, geht in eine gute Spannung, die Ferse des ausgestreckten Beins zieht Richtung Boden, Bauchmuskeln sind gut gespannt und jetzt geht ihr mit dem Oberkörper sanft nach hinten. Wenn ihr den ersten Zug spürt, dann fangt ihr an zu atmen. Eine gute tiefe Bauchatmung, und zwar in diesen unteren Bereich hier atmet ihr hin. Tiefe Atemzüge. Ihr könnt auch gerne den Fokus dorthin legen und euch vorstellen, dass ihr mit jedem Atemzug diesen Druck oder diese Spannung mit aufsaugt. Und mit dem Ausatmen lässt ihr diesen Druck nach unten Richtung Erde wegziehen. Und nach ein paar Atemzügen werdet ihr spüren, dass die Muskulatur sich langsam öffnet und der Raum sich im Beckenbereich auch entsprechend weitet. Und man kann ein bisschen nachsitzen. Das Ganze soll angenehm und nicht mit Schmerz behaftet sein. Und der Richtwert sind ungefähr 10 Atemzüge pro Seite, die wir hier entsprechend machen. Wenn ihr fertig seid, richtet ihr euch wieder vorsichtig auf, spürt kurz nach. Man vergleicht linke, rechte Seite. Wie fühlt sich das jetzt an nach der Dehnung? Meist ist es ein sehr angenehmes Gefühl. Und dann wechseln wir zur zweiten Seite. Wiederum das Bein, das abgewandt zur Wand ist, durch, also abwinkeln, das hintere Bein durchstrecken, Bauchmuskulatur anspannen und langsam und vorsichtig in eine Dehnung des Beckens und des Psoasmuskels gehen. Und wieder tiefe Bauchatmung. Sucht euch die Stellen, die entsprechend ein bisschen Druck verspüren lassen und atmet dort gezielt mit eurem Bauch hin. Die Bauchmuskulatur bleibt angespannt, um zu verhindern, dass das Becken nach vorne wegkippt und wir in ein Hohlkreuz gehen. Und wenn es wieder ein bisschen leichter wird, kann man noch ein Stück nachsitzen. Und nach etwa 10 Atemzügen wieder langsam aus dieser Position herausgehen und noch ein bisschen nachspüren. Und das war es ja schon, die Psoas-Dehnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bitte einen Like auf meiner Seite. Dankeschön.
Schönen Tag noch. Tschüss.